insbesondere für mich entscheidend ist, dass wir eine Bundesregierung, Außenminister und Kanzler haben, die eine Entführung eines Staatspräsidenten gebilligt, wenn nicht sogar unterstützt haben. Maduro wurde von Trump Anfang Januar unterstützt, völkerrechtswidrig. Dazu konnte sich die Bundesregierung bisher immer noch nicht äußern und ihre Bewertung vorantragen. Dann hat Merz und die Bundesregierung den 12 Tage Irankrieg vor einem Jahr unterstützt und gebilligt. Das war damals Drecksarbeit, hat er das genannt. Dann natürlich die nächste Billigung und Unterstützung des laufenden Irankriegs, der unter anderem durch Rammstein und US-Basen hier natürlich läuft. Deutschland könnte das verhindern, so wie andere europäische Staaten. Nee, anscheinend nicht. Natürlich können sie das verhindern. Das ist Fakt. Die Spanier erlauben ja unter anderem nicht die Nutzung der Basen. Dann natürlich, wir unterstützen weiterhin ein genozidales Regime in Israel, Völkermord in Gaza, Völkerrechtsverbrechen im Libanon, der Angriffskrieg im Iran. Deutschland steht dahinter, wir schützen sie diplomatisch, wir rüsten sie weiterhin auf. Das ist verbrecherisch und ein historisch schwerer Fehler, was insgesamt das deutsche Ansehen in der Welt weiterhin zerstört. Ich würde sagen, Wadefuhl ist, glaube ich, in all dem, was ich mitbekommen habe, der bisher schlimmste Außenminister. Also Hans hat es ja quasi schon gesagt, was der, und das weiß ich auch intern aus dem Auswärtigen Amt, was die dort an, wie sie Völkerrecht mit den Füßen treten müssen, wie sie quasi sich wirklich vom Völkerrecht verabschieden müssen, von Menschenrechten, das war ja quasi eine außenpolitische Verpflichtung Deutschlands, ist schon krass. Und was Wadefuhl jede Woche teilweise raushaut, entweder weil er das so denkt oder weil er das sagen muss. Hans hat ja gerade allein gestern schon gesagt, dass Israel ein Recht hat, im Libanon, im Südlibanon zu sein, ist hochgradig problematisch. Und ich glaube einfach, weil wir alle, glaube ich, den Wunsch haben, dass hier unsere Demokratie, unsere Gesellschaft vorankommt, dass gerade bei außenpolitischen Sachen, was viele Leute einfach auch viel besser verstehen als kleinen innenpolitischen Sachen und so weiter, wird halt klar, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und wenn die Leute sehen, dass Völkerrechte und Menschenrechte, was uns über Jahre und Jahrzehnte beigebracht wurde, einfach gar nicht zählt, wenn der Alliierte und Freund das macht, dann ist es offenbar alles okay und das ist aber nur Drecksarbeit. Das wird ganz schnell in der Gesellschaft heruntersickern und, glaube ich, seinen Teil dazu beitragen, dass die Faschisierung der Gesellschaft vorantreibt. Und das finde ich ein riesengroßes Problem. Darum ist die Außenpolitik so sinnbildlich für diese Märzregierung. Das war jetzt ein Fundamentalvortrag. Wenn Hans jetzt nicht direkt es noch widerlegen bzw. ergänzen wollte, will ich gerne was dazu sagen. Erstens, was mich immer sehr wundert, das will ich an dieser Stelle mal sagen, lieber Thilo, wenn es keinen Widerspruch von anderer Seite gibt, das ist ja mittlerweile anscheinend alles gekauft. Ich sag mal ganz ehrlich, der so lapidar gesagte Satz, wir stützen ein genozidales Regime in Israel, der ist in manchen Kreisen durch. Der gilt als selbstverständlich. Ich sag's mal, mir fällt das, gelinde gesagt, als Teil eines Volkes, du bist zwar ein bisschen jünger, lieber Thilo, bist ja auch jung und naiv, noch immer sehr schwer, solange kein Urteil eines internationalen Strafgerichtshofs, egal ob du das bei der Berlinale, wo du damit ja sogar Politik gemacht hast und gewissermaßen in die Geschichtsbücher eingegangen bist. Weil du den guten, wie heißt der wertgeschätzte Regisseur, Wim Wenders zu einer Antwort. Ich finde das aus dem Munde eines Deutschen, lieber Thilo, solange nichts dergleichen wirklich von dir, ich habe nichts gelesen, Kluges, belegt ist, nur aufgrund des wenige Wochen nach Beginn des Krieges von Südafrika erhobenen Vorwurfs des Genozids, der beim ISDGH liegt. Du weißt genau, welche hochgradigen, schwierigen Argumente und Begründungen für einen solchen Vorwurf belegt werden müssen. Solange finde ich diesen Vorwurf lapidar. Ich weiß, dass das der neue Gesinnungstext ist für den wahren Linken, ob er Genozid sagt. Ich finde das gelinde gesagt verheerend. Ich finde es geschichtsvergessen. Ich finde es juristisch hochproblematisch. Und ich finde es bemerkenswert, mit welcher Lässigkeit das hier ausgesprochen wird. Ich finde es zweitens, um es gleich zu sagen, dein Geschichtsbewusstsein was du hier an dieser raushaust, Stelle ist skandalös. So, und das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Du kannst es doch machen. Ich sag's ja nur, ich nehme das einfach nicht nur zur Kenntnis. Vielleicht sind andere der Meinung, dass einfach, du kannst es doch überall sagen. Ich will doch nur sagen, ich finde es ein Problem. Ich finde es gerade aus dem Munde, ich will es mal deutlich sagen, aus dem Munde eines Deutschen, um es klar zu sagen,
Und so naiv bist du nun auch nicht mehr. Wir haben jede Veranlassung, uns als ein Volk, das den Genozid in perfekter Weise vollbracht hat. Wir haben jede Veranlassung, uns mit dem Genozidvorwurf ausgesprochen zurückzuhalten. Das sage ich einfach. Ich habe da eine völlig andere Auffassung. Und wenn du es einfach so raushaust, dann begründe mir hier. Geh die ganzen Argumente dafür durch, dass es ein genozidales Tun der Israelis ist. Das ist alles ausgesprochen problematisch. Deswegen liegt das auch. Und mein Vorwurf wäre nur, es reicht, harte Völkerrechtsverbrechen zu kritisieren. Deutlich zu sagen, diese Armee begeht Völkerrechtsverbrechen, die gravierend sind. Das würde mir vollkommen reichen. Dieser Ausspruch, das ist Genozid, ist eine Exkulpation zum Teil, um es mal klar zu machen, der Nation, die es mit dem Genozid am israelischen, am jüdischen Volk fast perfekt geschafft hat. Das sei mal gesagt. Und das ist leider ein Problem, Thilo. Das muss man an dieser Stelle sagen. Der zweite Punkt, um es mal auf geschichtliche Ebene zu bringen. Nee, du hast doch auch eine große. Jetzt mache ich den zweiten Punkt noch. Bei Herr Wadefuhl, weil das hat ja den gleichen Kontext, steht ja alles im Kontext, weil das dein Fokus ist. Israel, Palästina. Ulrike hat den so entscheidenden schönen Satz gesagt und der ist bemerkenswert. Mit so einer Regierung kann man nicht zusammenarbeiten, wie der US-Regierung. Das Grundproblem besteht darin, dass wir in vielerlei Hinsicht mit dieser Regierung zusammenarbeiten müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Und das heißt, das Können ist das eine. Der Zwang, übrigens auch unter gewissen Voraussetzungen, nicht beispielsweise um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren, ist bisher meinem Eindruck nach durch diese ungemein stabilitätssichernde Europäische Union nicht so gesichert. Die einzigen, die es wirklich bisher tun, sind die Ukrainer mit ihrem ungeheuren Mut, mit ihrem Verteidigungswillen, die offensichtlich Russland immer mehr schwächen. Das ist bemerkenswert. Also, das ist aber das Dilemma. Und deswegen muss man auch dieser Regierung eines konzidieren, auch bei deiner Analyse, das ist der schlimmste Außenminister, den das Land je hatte. Bei aller Wertschätzung, lieber Thilo, die Verhältnisse Deutschlands in den 70er Jahren gegenüber Diktaturen wie Chile beispielsweise, wenn man die Geschichte Deutschlands ein bisschen anguckt, dann wirst du andere Beispiele finden. Und ob nun Herr Wadefuhl, ja, der in der Tat recht schnell eingenordet wurde, als er nämlich in Syrien sehr schnell sagte, zuerst hier kann man niemanden hinbringen. Das war seine erste Aussage und da sehe ich sogar durchaus ein gewisses vielleicht christliches Momentum, wo er sagte, das ist so unhaltbar. Also ein Widerspruch gab es tatsächlich. Hat die Union und hat die Regierung das danach nicht nur gutiert, weil sie sagte, wir müssen mit unserer nun offensichtlich nicht weit gedienen und auch keineswegs nur moralisch vertretbaren oder moralisch hochstehenden Politik der, will ich den Begriff Remigration nennen, aber der Ausbürgerung oder Ausweisung von Migranten damit nicht einhergehen konnte. Das heißt, es ist alles nicht immer so das Maximum. Und wenn du jetzt als letzten Satz, deswegen finde ich das schon doll, ja, um es mal deutlich zu sagen, wir können uns gerne, und ich bin heute deswegen ja auch gekommen, ich habe den Vorschlag gemacht, über das ganze Scheitern, das Dilemma unterhalten. Aber jetzt noch einen Schlag daraus zu ziehen, das ist das Fortschreiben der Faschisierung der deutschen Gesellschaft. Ja, lieber Thilo, das ist eben leider eine Wahrnehmung. Ich sag dir mal ganz im Ernst, bisher ist das Dilemma dieser Regierung auch darin bestehend, dass sie dem real existierenden Faschismus, der uns auch interessieren müsste, der nämlich aus Russland beispielsweise gegenwärtig Tag für Tag dort in den Medien artikuliert wird, ja, und den die Ukrainer erleiden, das ist momentan das Dilemma. Dass diese Regierung übrigens anders als die von dir so geschätzten Spanier, die gerne als Softpower Europa weiterhalten, wo Herr Sanchez kein sonderlich hochstehendes Interesse daran hat, eine zivile Europäische Union aufzubauen, sondern einen Wahlkampf führt mit anti-amerikanischen Positionen. Diese Position macht es der Regierung Merz nicht ganz so leicht. Die versucht auf der einen Seite, und ich habe sie ja kritisiert, weil ich in der Tat glaube, er hat zu spät Einspruch erhoben, er hat sich auch zu nah an Trump begeben. Aber sie versucht auf der einen Seite die Ukraine als fast einziger Staat hier in Europa massiv zu unterstützen, zu verteidigen, und auf der anderen Seite, und da hast du dann recht, versucht sie eine ziemlich fatale, zum Teil Gratwanderung in dem Versuch, Distanz jetzt zu Trump zu beziehen, aber letztlich natürlich in Teilen zu wenig. Da kann ich dir nicht widersprechen. Aber all diese anderen Sachen, ich weiß nicht, die haben mit der Realität und der Komplexität eines Agierens dieser Regierung wenig zu tun. Das einfach nur mal kurz, erstens habe ich dich gar nicht angesprochen, du hättest gar nichts dazu sagen müssen. Ich gehe davon aus, dass ich meine Einschätzung. Ja, aber ich kann hier nicht am Tisch sitzen. Ja, ich bin keiner, der schweigt. Deswegen, wenn du das hier aufbringst, dann muss ich das leider sagen. Alle Sachen, das weiß Hans auch, über die ich jetzt gerade geredet habe, das ist auch die Basis des letzten Jahres, unsere Interviewarbeit. Ich möchte aber kurz auf das Völkermordding zurückkommen, weil ich finde das
es ein Völkermordding für dich ist. Das, was du gerade gesagt hast, ist einfach wichtig, dass wir das hier mal einordnen. Du hast recht, dass der EGH immer noch kein Urteil zum Thema Völkermord erlassen hat. Das kommt aber, weil die EGH die Klage angenommen hat. Die juristische Endbewertung kommt also noch und Albrecht, der EGH hat 2024, im Januar 2024 vorläufige Maßnahmen erlassen und Israel verpflichtet, diese Maßnahmen umzusetzen, um einen Völkermord zu verhindern. Keine dieser Maßnahmen hat Israel umgesetzt zur Verhinderung des Völkermords. Das ist vom IGH selbst. Das Urteil steht aus. Dann ist Völkermord aber nicht nur eine juristische Kategorie, sondern auch eine wissenschaftliche Kategorie. Du musst zur Kenntnis nehmen, du musst in deinen eigenen Blättern, mindestens 2 Texte kann ich dir gleich nennen, wo Genozidforschung und führende Genozidforscher aufgezeigt haben, warum das ein Völkermord ist. Wenn du diese Texte kennst, dann frage ich mich, wovon du redest. Weil es 2 sind, Tilo. Weil es 2 sind. Und jetzt lässt du mich ausreden. Ja, ich lass dich doch immer ausreden. Das ist doch israelische NGOs, alle internationalen NGOs sprechen davon, was in Gaza passiert ist, ein Völkermord. Dann gibt es eine unabhängige UN-Kommission, die schon bei den Jesiden von Völkermord geurteilt hat, wo alle westlichen Parlamente und Institutionen dem zugestimmt haben. 4 von 5 Völkermordkriterien werden erfüllt in Gaza. Das sind 2 mehr als in Srebrenica, wo der IGH geurteilt hat, dass es Völkermord war. Und was du ja auch gerade insinuiert hast, wegen der deutschen Geschichte und unser Gräueltaten gegenüber den Juden, das jetzt auf Israel gleich wieder umzuwirken, ist auch gefährlich. Wir sollten einfach nicht Juden mit Israel gleichsetzen. Das ist erstens gefährlich. Thilo, nee, Thilo. Ich grätsche jetzt hier rein, weil die Gefahr Ich lasse mir das hier aber nicht sagen. Und das hat auch was mit Antisemitismus zu tun. Die Positionen eure gegenseitigen Positionen sind sehr klar geworden. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir lassen das so in Rede und Gegenrede und Replik stehen, wie es in aller Deutlichkeit kontrovers offen liegt und kehren zurück zu dem Thema, von dem das ein Teil ist, aber nicht das einzige Teil, nicht das wesentliche Teil, finde ich, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich eine Bilanz des ersten Jahres dieser Regierung. Dafür würde ich einfach so stehen lassen können. Stattdessen hat er quasi... Nein, das kann ich entweder Tilo, ich sag dir dazu Folgendes. Ich sag's mal so. Diese Debatte Leute, ich gehe hier gleich raus. Machen wir doch, mach's doch. Ist doch in Ordnung, du gehst halt raus. Gehen wir jetzt beide. Tschüss, wir gehen jetzt beide. Nee. Naja, was soll denn das jetzt? Ich meine... Weil das keine Diskussion ist. Also ich meine, ich kann verstehen, dass du dich gehalten hast. Macht's gut. Dann müssen wir uns unterhalten, ist ja auch in Ordnung. Dann kommt doch gleich wieder. Ich sage damit einfach, Tilo, deswegen schade, dass Hans nicht erzeugt. Ich finde, man kann so etwas einfach unter der Hand nicht stehen lassen. Aber du kannst dich ja selber nicht rausgehen lassen. Natürlich. Nein, ich kann nicht, Tilo, da sage ich dir ganz ehrlich. Für mich ist diese du machst gerade mit dem weiter, warum die gerade aufgestanden sind. Ja, dann hol sie wieder rein. Ich sage einfach nur, ich finde die kommen ja nicht rein, weil du jetzt nicht aufhörst. Ich kann diese Aussage so einfach, weil ich sie hochproblematisch finde, kann ich nicht stehen lassen. Und deswegen kann ich mich nicht hier einfach wie ein Lämpchen, das kannst du vor anderen machen. Nicht vor mir. Ich halte diese Aussage für einfach ein Riesending. Nichts an meiner Aussage ist hochproblematisch. Was du hier erzählst, ist hochproblematisch. Die halbe Welt verschließt nicht die Augen wie du. Ich habe dir gerade gesagt, was die Fakten sind. Ich habe dir gesagt, was die Fakten sind. Nein, auch das ist doch nicht wahr, Tilo. Du bringst die Aussage von einigen NGOs. Da stehe ich auch gleich auf. Dann sitze ich hier Einige NGOs sind die führenden Menschenrechtsorganisationen der Welt. Es ist Amnesty International, die soll mal abwarten, was bei rauskommt. Das ist alles. Und israelische ist... Albrecht, du weißt offenbar nicht, wovon du sprichst. Ich weiß sehr wohl, wovon ich spreche. Akzeptierst du das jetzt, dass wir darüber nicht diskutieren wollen, weil dir die Tatsachenbasis fehlt, oder wir lassen das aber sein? Das werde ich keinesfalls akzeptieren, Tilo. Weil ist doch einfach, ich muss bloß auch nicht weiter diskutieren. Und wenn du die Traute hast, dann mache ich mit dir ein gemeinsames Gespräch. Das können wir alles machen. Ich weiß ja nicht, ob du mal diese Leute eingeladen hast, die wirklich ernsthaft mit dir das kontrovers diskutieren. Und vielleicht nicht nur Herrn Ambros. Ich meine, dein Problem besteht darin, dass du meistens Leute hast, die in dieser Hinsicht deiner Meinung sind. Diskutiere es mit einem anderen, meinetwegen auch Völkerrechtler, wer auch immer, der eine kritische Meinung vertritt. Ich bin dabei, ich mache sogar selbst mich anhalten. Wir können uns gerne hier hinsetzen. Wenn du in der Lage bist und willens bist, es ruhig zu besprechen, dann kann man alle Vorwürfe durchgehen. Mir lag es nur daran, du bist hier laut geworden. Du verscheust unsere Mitdiskutanten. Die kommen ja auch wieder rein. Wir haben im alten Struckschen Wort, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Nein, ich sage einfach nur, Tilo, mir ist diese Frage des
des ganz schnellen Dahinsagens nicht, ich kann dabei nicht sitzen bleiben und nichts sagen. Das war alles, was ich machen wollte. Und wir können das, ich wäre auf Hans sofort eingegangen, ist mir recht. Sag ihm das, wir können sofort Schluss machen. Mir lag nur daran, deutlich zu machen, ich mache diesen Satz nicht mit, weil ich ihn hochproblematisch finde. Wer hat denn gesagt, dass du den Satz, oder wenn ich einen Satz dieser Art welchen Satz, ich werde ja auch keinen Satz von dir unterschreiben oder so weiter. Ja, wenn du einfach so einen Satz, ich lass mir hier nur nicht, dass du hier Doppelstandards etablierst. Nein, du musst dich doch aber an den, Tilo, du hast doch diesen Satz jetzt sehr oft gesagt. Das ist auch etwas, was jetzt in deiner Argumentation permanent durchgeht. Dann musst du akzeptieren, dass ein Mitdiskutant, den du davor bestens präpariert mit jedem seiner Sätze konfrontiert hast, die alle ziemlich nichtig sind, verglichen mit diesem Satz, den du seit einem Jahr wie eine Monstranz und auch wahrscheinlich noch viel länger vor dir herträgst. Da musst du es akzeptieren, dass ein Mann, der hier mit dich ernst nimmt, dir sagt, ich kann diesen Satz nicht mitmachen, ich finde es auch ein Problem, Albrecht. Und ich finde es auch in unserer Runde ein Problem. Und ich finde diese ganze Tendenz, dann noch eine Faschisierung, die schlimmste Außenpolitik, die wir je hatten, eine absolute erstens Geschichtslosigkeit verglichen mit anderen außenpolitischen Regierungen, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob du sie alle so kennst, wie du es behauptest. Und da musste ich meine Meinung zu sagen. Ich finde das auch völlig legitim. Dafür sind wir offene Diskutanten. Ist doch legitim. Und du musst es doch auch ertragen. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, hat dich das bisher keiner gefragt? Mal ernsthaft, hat dich das keiner gefragt? Hast du Gespräche nicht auch geführt mit Leuten, die genau zu dem Thema diskutieren? Da müssen dich doch andere auch konfrontiert haben. Was sagst du da? Begründe es mir. Das war alles, was ich gemacht habe. Albrecht, du tust dir so, als ob ich hier eine Randmeinung und so weiter... Nein, aber es spielt aber keine Rolle. Die Einschätzung, dass in Gaza ein Völkermord passiert, das ist eine Mehrheitsmeinung in dieser Welt. Das ist ja das macht deswegen auch noch nicht besser. Jetzt hör mal auf zu reden. Ich habe dir gerade gesagt, auf welcher Basis, juristisch, wissenschaftlich sowie UN-Basis, diese Einschätzung passiert. Soll ich dir was sagen, Tilo? Du bringst zwei Holocaust-Forscher. Ich kenne die sogar auch. Es gibt viele, viele andere, die sich ganz anders verhalten. Wenn du der Meinung wärst, das wäre, und ich habe doch nur vor einer Sache gewarnt, und das würde ich als Vorschlag sogar zur Güte, ich sag dir mal ganz ehrlich, hättest du andere Leute, vielleicht die kritischer bei der Sache, du hättest mich ja früher auch mal fragen können, oder hätte ich dir früher gesagt. Es spielt doch gar keine Rolle, was du über das denkst, was ich sage. Es spielt eine Rolle, wenn du die Kritik nicht erträgst. Du musst doch ertragen. Wenn du der Meinung bist, dass da kein Völkermord ist, ist das halt deine Meinung. Ich basiere meine Meinung und meine Einschätzung auf den Tatsachen der Wissenschaft und der Juristerei. Selbst da, ich kann dir sogar sagen, selbst ein gewogener... Du erkennst das gar nicht an. Du erkennst das gar nicht. Es macht gar keinen Sinn. Jetzt verstehe ich, warum die anderen aufgehen. Es macht gar keinen Sinn. Kleiner Punkt, Tilo. Ich empfehle nur mal einen Punkt. Gib mir doch mal die Quellen. Wir können sofort drüber weiterreden. Hast du gerade genannt? Du sagst ja noch nicht mal die beiden Forscher. Sag mir die beiden Forscher, von denen du sprichst. Die führende Genozidforscher der Welt, UN-Kommission, eine unabhängige UN-Kommission, alle internationalen NGOs. UN-Kommissionen sind immer so ungefähr. Ich sag dir was ganz anderes. Du liest deine eigenen Blätter nicht. Du liest deine eigenen Blätter nicht. Du hast doch keinen einzigen Text bei uns dazu gefunden, weil wir uns sehr weitlich mit der Frage beschäftigt haben und sehr, sehr zurückhaltend waren. Wahnsinnig zurück. Ich glaube aus sowohl historischen Gründen, wie auch aus Gründen der Komplexität der rechtlichen Frage. Und da ich ja nun auch gar nicht auf das Rechtliche vertieft, weil du musst es mir ja belegen. Ich muss dir doch nicht belegen, dass es ein Völker... Ich habe dir das gerade gesagt. Nein, gar nichts. Du hörst nicht zu. Jetzt pass auf. Du hörst aber nicht zu. Jetzt pass auf. Wenn wir es ernst meinen, und das wäre eine ernste Auseinandersetzung, dann gehst du jetzt mit mir die Definition des Völkermordes durch. Es gibt einen absoluten Sachverhalt, der das klar definiert. Den kannst du durchgehen. Ich empfehle dir auch die Lektüre eines durchaus deiner Position geneigten Autors Kai Ambros, der Völkerrechtler. Der sagt selber und muss zu dem Schluss kommen, dass die Anforderungen, die an die Definition des Völkermordes mit sehr engen Grenzen belegt sind und die Absicht der Vernichtung eines Volkes eben unter nur ganz geringen, unter ganz engen Voraussetzungen akzeptiert. Dabei ist das noch ein ausgesprochen kritischer Mann. Das heißt, das, was man durchexemplifizieren muss, ist viel, viel komplexer. Und ich habe nur davor gewarnt. Und es ärgert mich auch. Und wenn es bisher keiner in deinem Umfeld gemacht hat, tut es mir fast leid. Es ist einfach, ich finde, aus einer deutschen Sicht ein riesiges Problem. Und das wollte ich an dieser Stelle kenntlich machen. Mehr auch nicht. Du hast deine Meinung. Du hast ja auch so schön gesagt, das ist deine Meinung. Mir geht es nicht um Meinung. Mir geht es dabei um Definition. Mir geht es um Subsumption eines Sachverhalts unter eine juristische Kategorie. Und das ist der entscheidende Punkt. Erste Definition Antisemitismus, IRA. Wer doppelte Standards an Israel ransetzt, verhält sich antisemitisch. Ja, was du hier einforderst, sind nicht gleiche Maßstäbe. Ich tue das. Gleiche Maßstäbe für jedes Land und jede Regierung dieser
dieser Welt. Du lässt mich jetzt ausreden. Lass dich ausreden. Der IGH hat 2024 lass mich ausreden. Vorläufige Maßnahmen beschlossen zur Verhinderung des Völkermords in Gaza. Keine dieser Maßnahmen vom IGH wurde von Israel umgesetzt. Das sind Fakten, das kannst du nachlesen. Eine UN-Untersuchungskommission mit unabhängigen Experten hat 4 von 5 Völkermordkriterien nach der Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord festgelegt. Das ist die juristische Ebene. Erfüllte Kriterien. Du hast gerade nachgefragt. Du gehst doch mal durch. Gehst doch mal durch. Jetzt lässt du mich ausreden. Du hast gerade nachgefragt. Du hast gerade nachgefragt. Jetzt hör auf. Ja, du rappelst doch nur alles runter, dann gehst du doch durch. Dann können wir es doch durchprüfen. Du lässt mich gar nicht ausreden. Ich lass dich ausreden. 4 von 5 erfüllte Kriterien laut Völkermordkommission. Absichtliche Tötung, schwere körperliche und seelische Schäden an der Bevölkerung, die absichtliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf psychische Zerstörung abzielen, sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Die wurden als erwiesen angesehen. Wer hat das denn gesagt? Die UN-Untersuchungskommission. Ja, und Zeitpunkt des Krieges. Im Zeitpunkt des Krieges 2024. Das war der Krieg. Ne? Das war der Krieg. Die Situation. Die Kommission hat im September 2025 auf 2 Jahre zurückgeblickt. Das sind die Ergebnisse. Ja, das ist die Zeit des Krieges gewesen. Du kannst jetzt ja sagen, also der Krieg läuft doch immer noch. Du kannst auch sagen, ja, wenn der Krieg noch immer in der Weise läuft, dann ist es deine Meinung. Offensichtlich ist die Hamas mittlerweile in der Lage, so wird es jedenfalls gesagt, das Land in weiten Teilen zu übernehmen. Also Gibt es da Waffenstillstand oder nicht? Ja, wer ist dafür verantwortlich? Ist das wieder eben aus deiner Sicht nur die israelische Seite oder ist das mittlerweile die Tatsache, dass dort offensichtlich wieder ein Regime installiert wird, das offensichtlich eine Partei bedeutet, die uns übrigens Es lenkt nicht ab. Ich lenke überhaupt nicht ab. Es gibt keine Rechtfertigung für Völkermord. Keine. Das will ich doch nicht. Egal, was der Gegner gemacht hat. Was ist das für ein Argument? Ja, das hast du gerade Das ist doch kein Argument. Nein, es geht mir um Folgendes, Thilo. Es geht mir um Folgendes. Ich habe einfach nur sagen wollen, das ist, glaube ich, eine entscheidende Debatte. Die führen wir jetzt anstelle einer anderen. Die wollten wir durchaus führen. Ich glaube, es ist entscheidend. Es hat mit Relativierung nichts zu tun. Und auch die Doppelstandards, und erkläre mich meinetwegen zum Antisemiten. Ich will auch niemanden in Israel exkulpieren. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir uns, und dabei bleibe ich, Ja, du. Du vielleicht nicht. Wenn du aus der Geschichte, ich muss doch nicht für mir. Nein, dann sage ich dir mal, Thilo, ich habe den Eindruck, du bist doch ansonsten ein durchaus dem Woken und dem Gedanken wahrscheinlich sogar des Postkolonialismus gewogener Mensch. Ich sehe dich vor mir als ein ziemlich bist du mit nie wieder Völkermord aufgewachsen oder nicht? Ich bin in der Tradition, ich bin damit aufgewachsen, aber leider sind wir in der Tradition auch einer deutschen Nation groß geworden, die eine Veranlassung hat, und dabei bleibe ich, durchaus Israel gegenüber eine besondere Sensibilität im Vorwurf dieser Art an den Tag zu legen. Und dann haben wir umso mehr... Du setzt jetzt schon wieder Judentum und Juden mit Israel gleich. Ja, ich sag dir, was das Problem ist. Das ist der Staat, in dem die Juden aus Deutschland, die wenigen, die wir übrigens ich würde dir empfehlen, du kannst jetzt Kennst du die Antisemitismus-Definition, die genau das verbieten? Die verbieten gar Juden nichts. und Judentum mit Israel gleichzusetzen? Das tue ich nicht, Thilo. Hör auf. Das tue ich nicht, Thilo. Macht keinen Sinn. Ja, wir können doch das Gespräch weiterführen, ist doch interessant. Ich weiß sehr viel und ich will dir überhaupt erst mal deutlich machen, was mein Gedanke ist. Der Gedanke besteht darin, dass ungeachtet einer Definition die Juden, die in Israel gegenwärtig leben, diejenigen sind, die deine Urgroßväter, denn du bist so biodeutsch, wie ich biodeutsch bin, lieber Thilo. Und vielleicht hast du nachgecheckt, was deine Großeltern damals, vielleicht waren sie wackere Widerständler, mag ja sein. Aber selbst wenn sie es nicht waren, sind wir der Inbegriff dieses weißen Teiles der Gesellschaft. Und wir haben jede Veranlassung bei gerade dem Umgang mit dem jüdischen Volk in Israel, das ist nämlich das Volk, was wir übrig gelassen haben, mit diesem Vorwurf besonders sensibel umzugehen. Das ist der Kern und das hat mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun und auch mit Du unterstellst mir gerade, dass ich dann damit nicht sensibel umgehe. Ich habe dir gerade meine Quellen, ich habe dir die Quellen und die Tatsachen, die auf dieser Welt passieren, genannt. Das hat nichts mit insensibel zu tun. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Die Leute wissen, dass die hier zugucken und ich finde es infam, wie du darauf reagierst. Du hättest es einfach stehen lassen können. Niemand denkt, Albrecht von Lucke sieht das genauso, weil Thilo das gesagt hat. Ich muss diesen Punkt, weil es ein Kardinalpunkt in der ganzen Argumentation der Linken gegenwärtig ist, die du in gewisser Weise durchaus... Kein Kardinalpunkt der Linken, die ganze Welt spricht davon. Ja, das macht's doch. Thilo, du wirst euch doch erinnern, dass lange Zeit beispielsweise ein erheblicher Teil der Welt faschistisch, du gehst doch ständig drüber, gegenwärtig ist auch eine erhebliche Teil. Ich stehe jetzt auch auf, aus meiner eigenen Seite. Du hörst nicht auf. Wir können doch, hol sie doch wieder rein. Ich bin ja dabei, wir machen jetzt weiter. Wir haben doch unseren Disput hinreichend ausgetragen. Ich sitze, warte hier. Ich würde doch nicht jemals die Sendung verlassen. Sollen sie wieder reinkommen? Bin doch dabei. Na, hol sie mal her. Ich kann sie auch holen. Die sind ja wegen dir aufgestanden. Die Diskussion, die du aufgemacht hast. Ja, das war mir auch ein Bedürfnis. Da sind sie doch, siehst du? Na also, wir verfolgen ja alles. Wer sagt's denn? Nein, wir haben das... Ihr lauscht an der Tür. Ihr lauscht an der Tür.
So, jetzt sind wir wieder da. Ich war vor 5 Minuten sauer auf Hans, weil Hans so sich im Ton vergriffen hat. Und jetzt denke ich mir, Hans hat alles richtig gemacht. Und ich hätte sofort aufhören sollen. Wieso denn? War doch eine gute Diskussion. Das war ein Tiefpunkt gerade. Mit Albrecht. Und ich weiß nicht, ob das nochmal... Also, wenn wir auf dieser Basis hier miteinander reden und das aber nicht stehen lassen können, dann macht's keinen Sinn mehr, Albrecht. Und jetzt ist okay. Aber weißt du was, sonst gehen wir gleich wieder. Wenn das Nein, wir können wieder neu ansetzen. Ich habe damit kein Problem. Es war mir bloß ein Bedürfnis, das nicht stehen zu lassen. Im wahrsten Sinne. So, Alles jetzt sind gut. wir jetzt reden aber- weiter. Was lass ich bei dir auf mich sitzen hier? Ja. Du hast doch alles gesagt. Wir waren doch Also ihr habt, glaube ich, beide alles gesagt und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern mehrfach.